Liebe Mooji, liebe Sangha. Sangha bedeutet, die Menschen, die zusammengekommen sind, weil sie sich von der gleichen Stimme gerufen fühlen. Das ist immer eine unpersönliche Stimme. Es ist jetzt Zeit in diesem Leben. Komm und entdecke die Wahrheit. Und wir können die Wahrheit auf viele verschiedene Arten entdecken. In viele verschiedenen Weisen, viele verschiedenen Religionen oder Praktiken, weil Gott unendlich ist. Er ist ungeheuer. Du kannst Gott nicht nur auf eine bestimmte Religion beschränken und sagen, nur diese Religion kennt Gott. Das ist Unsinn. Gott ist so vielfältig, wie es die Menschen sind. Jeder Einzelne kann Gott finden. In seiner Weise, nicht nur durch seine eigene Vorstellungskraft, sondern wenn er oder sie diesen Drang in sich verspürt oder Gottes Gnade diesen Drang in sie gelegt hat, dann findet er den Pfad, der für ihn richtig ist. Ich freue mich, ich bin dankbar zu wissen, dass du sicher nach Monte Sahaja zurückgereist bist. Danke, dass du diesen Brief ermöglichst und danke dafür, wie du mit dieser Situation der Krise mit so viel Großzügigkeit und Sorgfalt und Klugheit umgehst. Danke für dein liebevolles Sein. Das ist hier von Katja der Brief. Ich erlebe diese Zeit als eine großartige Gelegenheit, tiefer zu gehen. Als eine Gelegenheit, online an den Rishikesh-Satsangs teilzunehmen. Das war der Anfangspunkt von diesem Nach-Innen-Kehren. Jetzt bietet das Leben im täglichen Leben eine Retreat-Situation an. Meine Frage in diesem Retreat, in der Krise, ist die folgende. Durch das Ablehnen des Kontakts, um das Ausbreiten des Virus zu vermeiden, kommen alle möglichen Themen im Zusammenhang mit Beziehungen auf. Ich habe festgestellt, wie ich auf der einen Seite sehr zufrieden bin, einfach bei mir zu bleiben. Und hier ist einfach nur das Ist-Sein oder einfach nur das, was ist. Wenn ich mit mir allein bin, dann bin ich einfach so, wie ich bin. Das fühlt sich sehr natürlich an. Ich bin einfach so, wie ich wirklich bin. Manchmal kommen Stimmungen, an die ich mich anhafte, aber das wird beobachtet und kann vorübergehen. Manchmal kommen Launen oder Stimmungen und einen Augenblick lang, da bin ich abgelenkt, ich hafte daran an oder ich engagiere mich mit ihnen, aber dann kommt meine Kraft, sie zu beobachten und ich bemerke, dass sie vergehen. Das ist sehr gut. Auf der anderen Seite, insbesondere in meinen nahen Beziehungen, besteht ein großer Wirbel, bei dem ich mich an Leute anhafte, vielleicht aus einem grundlegenden Misstrauen in das Leben. Glaube ich, dass ich nicht in der Lage bin, allein zurechtzukommen, ohne diese Menschen zu überleben. Ich brauche gerade einen Schluck Wasser. Es ist etwas kalt. Ich werde ein wenig Rotbuschtee, oder ist es Tulsi-Tee? Es ist Tulsi-Tee. Danke. Das ist ein langer Satz. Auf der anderen Seite, also insbesondere in meinen nahen Beziehungen, da finde ich einen großen Wirbel, eine große Tendenz, mich an Leute anzuhaften. Einige von euch tun das vielleicht auch und haben diese Tendenz. Wahrscheinlich geht das auf ein grundlegendes Misstrauen in das Leben zurück. Du hast also ein Misstrauen im Leben, deshalb bindest du dich an andere Menschen aus Gründen der Gesellschaft oder um dich sicher zu fühlen. Ein Glauben, eine Überzeugung in mir, nicht in der Lage zu sein, allein zurechtzukommen, ohne diese Menschen nicht überleben zu können. Katja sagt hier also,
Ich stelle eine große Anhaftung in Beziehungen an andere Menschen fest. Und das entsteht wahrscheinlich durch ein grundlegendes Misstrauen in das Leben. Und das kommt sehr häufig vor. Viele Menschen vertrauen dem Leben nicht und sie haben noch nicht das Vertrauen ins Leben entwickelt, noch haben sie festgestellt, dass sie der Existenz vertrauen können. Entweder durch eine Konditionierung oder durch Missverständnisse, vielleicht, dass du die Dinge kontrollieren musst, sonst brechen sie einfach in einer Art von Verwirrung zusammen oder fallen auseinander. Also eine übermäßige Menge dieser Gedanken oder Gefühle der Angst kann dazu führen, dass du wenig Raum dafür hast, deinen natürlichen Zustand des Friedens zu genießen. Dann wirst du sehr bedürftig und du brauchst Menschen, um dich zu trösten, um dir das Gefühl zu geben, dass du sicher bist und so weiter. Und du hast auch das Gefühl, dass du für dich selbst nicht stark genug bist. Und das sind schwächende Gedanken. Mit dir selbst, in der wahrsten Weise, da bist du wirklich machtvoll. Also mit dir allein, in der wahrsten Weise, das bedeutet, dass du dir gewahr bist, wer du wirklich bist. Nicht nur diese persönliche Identität mit all ihren Fehlern und Problemen und Merkwürdigkeiten, die also mit der Persönlichkeit zusammenhängen, sondern wenn du darüber hinausgegangen bist, in den Raum des reinen Gewahrseins, des reinen Seins, der reinen Intelligenz, der reinen Liebe und des Raums, das ist kraftvoll. Das ist Macht, aber das ist nicht eine Ermächtigung, Macht über andere Menschen zu haben, sondern die Macht, sie wirklich zu lieben, ohne sie zu brauchen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Du hast das Gefühl, dass du nicht in der Lage bist, ohne diese Beziehungen zu überleben. Das ist ein großes Missverständnis. Und zwar eines, das gut ist und du wirst diese Bedürftigkeit transzendieren. Denn wenn du mit irgendjemand in einer Beziehung bist und du bedürftig bist, dann bringst du irgendwie auch in das Leben des anderen Menschen eine Menge Klaustrophobie. Anfangs fühlen sie sich vielleicht geschmeichelt, dass du sie brauchst, aber in Wahrheit brauchst du sie nicht. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass du sie brauchst, dann öffnest du dich selbst auch für alle möglichen Formen des Missbrauchs. Weil du zum Beispiel glaubst, dass du es vorziehst, von jemand anders ausgenutzt zu werden und den Menschen dafür zu haben oder nicht ausgenutzt zu werden und dafür allein zu sein. Das sind diese Merkwürdigkeiten, wenn du nicht in deinem wahren Zentrum etabliert bist. Und da ist die Überzeugung, dass diese anderen Menschen es auch nicht ohne dich schaffen werden. Das ist ein Mangel an Respekt gegenüber der Macht und der Kraft, die in einem menschlichen Leben inhärent ist. Ein Mensch ist nicht nur ein nasses Geschirrtuch, das da auf einem Tisch liegt, sondern du hast so viel Potenzial, du hast die Macht Gottes in dir, das Potenzial und die Macht zu unterscheiden, zu schauen, dich selbst zu beobachten, zu marinieren, zu reflektieren, dich auszudehnen, zu wachsen und eine Liebe in dir zu entdecken, die die ganze Welt umschließt. Und von dieser Liebe nicht ausgelaugt zu werden, sondern Liebe noch intensiver und Verständnis und Mitgefühl und Freude. Und achte deshalb darauf, dass du den Verstand nicht erlaubst, dich kleiner zu machen, als du bist, denn das beraubt dich deiner natürlichen Kraft und dann versinkst du im Morast des Leidens. Das kann sich ändern. Das hat sich für viele Menschen schon geändert. Und alle Menschen, die aufgewacht sind,
die erleuchtet worden sind, was bedeutet, dass sie die Wahrheit über sich selbst entdeckt haben. Sie haben diese Zustände auf dem Weg entdeckt, aber sie haben vertraut. Also ihnen wurde von ganz früh an gesagt, dass der Verstand mit diesen Dingen kommen wird. Deshalb wird der Verstand auch häufig als der Täuscher oder als der Teufel bezeichnet. Und damit ist der psychologische Verstand gemeint. Nicht der Verstand, den wir zum Funktionieren benötigen. Das ist eine wunderbare Kraft. Das ist Teil dessen, was das Selbst ist. Aber sobald das Sein, das von Gott ausgegangen ist und sich mit dem Körper identifiziert hat und eine Person geworden ist, eine Macht, die aus deiner ursprünglichen Macht aufgestiegen ist, hat sich als der psychologische Verstand entwickelt, um sowohl deinen Freund und deinen Feind zu spielen. Und Gott hat das so eingerichtet, dass wir irgendwie unsere Erfahrung und unser Unterscheidungsvermögen einsetzen müssen, werden, um den Einfluss des psychologischen Verstands zu transzendieren und dich selbst zurückzugewinnen. Eine starke Bedürftigkeit und ein Missbrauch durch die Projektion dieser Bedürftigkeit auf andere Menschen geht vor sich. Wie kann ich das anhalten, unterbrechen? Mooji, bitte leite mich hier durch. Eine große Bedürftigkeit und Missbrauch durch die Projektion dieser Bedürftigkeit auf andere Menschen. Lass mich dir das sagen. Indem du das hier schreibst, zeigst du, dass du dir bereits dessen bewusst bist. Der Verstand nimmt diese Form an, aber du bist nicht der Verstand. Wenn der Verstand also so aufsteigt, dann hältst du die Kraft, die Macht in dir selbst als Zeuge dieses Verstands. Identifiziere dich nicht damit, logge dich nicht ein in dieses Programm sozusagen, sondern bleibe einfach als der Beobachter, als der Zeuge, der neutral ist, der von Gott ist, anstatt des fleischlichen Verstands, der sich bemüht, deine Schönheit und deine Freude zu zerstören. Und du musst sehr ernsthaft dabei sein und sehr konzentriert. Und erinnere dich daran, dass die Gnade auf deiner Seite ist. Dass dies der höchste Zweck, der höchste Sinn deines Lebens ist, die höchste Gelegenheit, den Einfluss des psychologischen oder täuschenden Aspekts des Verstands zu überwinden. Und Gott ist bei dir. Deshalb habe ich gesagt, glaube deinem Verstand nicht, weil er dich täuschen wird zuerst. Aber gleichzeitig ist der Verstand für dich sehr wichtig, um zu transzendieren und dich selbst zurückzugewinnen, um den heiligen Zustand eines erwachten Menschen zu erreichen. Wir müssen alle durch das gehen. Der Herrgott hat das Universum auf diese Weise geschaffen, dass wir alle das Spiel der Dualität, des Guten und des Bösen, richtig und falsch, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit erleben müssen. Dinge, denen wir vertrauen wollen, die aber nicht vertrauenswürdig sind, um diesen Biss des Bösen zu erleben und dennoch das Gift zu transzendieren. So viele Probleme wie auch zu dir kommen, größer ist derjenige, steht so geschrieben, der in dir ist als das, was in der Welt ist. Das bedeutet, dass die Macht in dir ist, aber du musst dich mit dieser Macht Gottes und der Gnade in deinem Herzen verbinden. Und das ist nicht schwierig. Alle meine Gespräche leiten dich wirklich zu dieser Entdeckung an. Bitte leite mich hier durch, Mooji. Ich bin bereit und willens, dieses schmerzhafte Spiel aufzugeben. Aber da scheint etwas in diesem Spiel zu sein, dessen ich mir immer noch nicht bewusst bin. Ja, das, was da drin ist, das ist aus Gewohnheit da drin, weil der Verstand oder der Täuscher dir manchmal Dinge versprechen kann, die dich locken.
Dinge, die dir versprechen, deine Fantasien zu erfüllen, deine Wünsche, deine Projektion. Und zwar auf der menschlichen Ebene, auf der fleischlichen Ebene. Kann es dir Vergnügen geben, aber es kann dir kein Glücklichsein geben. Es kann dir Alleinsein geben, aber keinen Frieden. Es kann dir Erfolg auf der menschlichen Ebene geben, aber keine Transzendenz der sinnlosen Dinge der Welt. Erinnere dich daran. Bitte entferne diese Ignoranz und leite mich in eine tiefere Hingabe. Alles, was ich dir sage, Katja, das führt dazu, die Ignoranz zu transzendieren oder zu entfernen. Gott ist perfekt. Und der Samen Gottes in dir, der Geist Gottes in dir ist ebenfalls perfekt. Deine Person ist nicht perfekt. Wir versuchen viele Male, unsere Person perfekter zu machen. Das ist ein großer Strom und Gott hat ihn auch geschaffen, dass viele Menschen mit einer so starken Identifizierung mit der Persönlichkeit, die werden auf dieser Straße der Entwicklung der Persönlichkeit wandern. Und das ist gut so und in Ordnung. Aber ich sage dir auch, dass Gott in dir perfekt ist. Und anstatt die nicht perfekte Person perfekt zu gestalten, würde ich sagen, hier auf diesem Pfad, wenn du die Ignoranz entfernst darüber, wer du bist, dann wirst du feststellen, dass du die Wahrheit dessen, wer du bist, nicht hineinbringen musst. Denn wenn du das enthüllst, die Ignoranz, die Gardine der Ignoranz öffnest, dann ist die Wahrheit bereits da. Und unsere Gespräche drehen sich einfach nur darum. Und sie sind praktisch, sie sind möglich, sie sind erreichbar, das ist vielleicht kein gutes Wort. Sie sind erlangbar, das könntest du sagen, dieser Zustand ist erlangbar. Alles, wonach du im höchsten Sinn suchst, ist bereits in dir. In tiefster Liebe, Katja. Ich möchte jetzt abschließen, indem ich noch etwas sage. Ihr kennt den großen Sufi-Weisen Rumi. Viele Menschen kennen Rumi. Er hat etwas gesagt, das ich häufig wiedergebe. Er sagt, ich habe an eine Tür geklopft. So wie, lass mich herein, lass mich herein. Plötzlich öffnet sich die Tür und ich erkenne, dass ich von innen geklopft habe. Als ich das zuerst gehört habe, das war so kraftvoll. Wir befinden uns bereits im Innern, im wahrsten Sinne. Unsere Natur gehört Gott. Wir sind in Harmonie mit Gott. Unsere essentielle Natur. Aber während wir eine Welt der Dualität annehmen und gezwungen sind, darin zu leben, in der so viele Kräfte im Spiel sind, da vergessen wir das. Und wir glauben, dass wir nur aus Fleisch und Blut und Konditionierung und den Lehren dieser Welt bestehen. Und dann kommt der Punkt, an dem wir erkennen, dass wir mit all unseren Anstrengungen und allen Errungenschaften im materialistischen Sinn, dass uns das nicht in Frieden und Glücklichsein gebracht hat. Und dann finden wir uns wieder und wir klopfen an diese Tür, an die Tür des Lebens. Bitte lass mich herein. Es ist kalt geworden. Bitte lass mich herein. Bitte öffne
hier herrscht Verwüstung. Und dann öffnet sich die Tür. Only by the door opening, Und erst indem sich die Tür öffnet, was heißt das? When you knock at the door of God, wenn du an Gottes Tür klopfst mit deinem Herzen, God opens it to you. dann öffnet Gott die Tür für dich. You are already inside. Du bist bereits im Innern. The opening door shows you Die sich öffnende Tür zeigt dir, dass du bereits hier bist, mein Kind. How foolish. Wie You've dumm. always been here, Du but you warst are not immer schon aware. hier, aber du warst dir dessen nicht bewusst im wahren Sinne. Du hast dich selbst vergessen. And you imagine that you are Und du hast dir outside of vorgestellt, außerhalb von dir selbst zu sein. Und du hast gelitten. yourself, but yet your suffering has brought you Und dennoch back hat dich dein Leiden hierher zurückgebracht. knocking at the door. Let Und du me in. klopfst an die Tür, You had to lass come mich to herein. that desperate Du mess. musstest zu dieser Verzweiflung kommen. Please, let Bitte me lass be mich saved. herein, bitte rette mich. The door opens, Die Tür öffnet sich and you realize und du erkennst, ich bin bereits hier. the opening of this door Das Öffnen dieser Tür ist das Öffnen der Gnade, is your true. das deine wahre Natur offenbart. This time of Diese Zeit der Schwierigkeiten, der Herausforderungen für die is Menschheit compelling us zwingt uns to dazu, knock at the door. an die Help Tür us, zu help klopfen. me. Hilf uns, hilf mir. I don't want to Ich die. möchte nicht sterben. The one who is free Derjenige, der and who has frei found ist God und der Gott is gefunden not hat, afraid hat keine to die Angst zu because sterben, they know weil er they weiß, cannot dass er die. nicht sterben kann. The body will Der go. Körper wird gehen. Every body will go. Jeder Körper, alle werden gehen, But your body is not you. aber dein Körper ist nicht du. Everybody will leave. Alle werden gehen, But your body is not. aber dein Körper, alle Körper werden gehen, aber dein Körper ist nicht du. Your body Wenn doesn't dein know Name John his ist, name is John. dann weiß dein Körper nicht, dass sein Name It is John simply ist. the vehicle, Es ist einfach nur das Vehikel, das Instrument, das von Gott to house the geschaffen spirit wurde, and the soul. um dem Geist der So Seele it ein is, Zuhause zu geben. By divine ordination. Also durch göttliche Bestimmung That ist es so, The breath of God lives in dass you. der Atem Gottes in dir Spirit lebt, of der God is Geist Gottes in dir ist. When that spirit is awakened Wenn into dieser consciousness, Geist when you're in conscious of das Bewusstsein erweckt You begin wird, wenn to du dir dessen blossom in your bewusst life. bist, dann blühst du auf in deinem Leben. And I say that this is the wonderful thing about Und ich life, sage, dass das das Wunderbare that am we can Leben all ist, blossom into dass wir greater alle in größere deeper Schönheit awareness, erblühen können, into higher in consciousness tieferes Gewahrsein, of the truth. in höheres Bewusstsein der And Wahrheit. this is the truth that it says Und das ist die sets you Wahrheit, free. wie Means gesagt wird, make you die dich aware befreit, was of your bedeutet, innate freedom. dass sie dich dessen gewahr macht, deiner innewohnenden Freiheit, Child of God, als das Kind or Gottes pure consciousness oder in das reine Bewusstsein, wenn du so willst. So, thank you, Danke, danke for this opportunity to share für diese Gelegenheit, ein paar Gedanken und Hinweise mit euch zu that teilen. you have written Und danke, dass ihr and given Briefe geschrieben habt und die Gelegenheit gegeben habt, die Briefe anzuschauen in einer Zeit, wenn wir Zeit dafür haben. We do have time. Wir haben Zeit. This time that we are here is been Diese offered Zeit, die wir jetzt haben, ist uns and angeboten using worden in this way, und I wir feel benutzen is one sie of auf the diese great Weise. ways, Das ist eine the greatest way of using der besten Möglichkeiten, to die search Zeit zu for truth, nutzen, to search nach for der God. Wahrheit zu search suchen, for nach Gott zu yourself, suchen, whichever nach dir way selbst you zu want to suchen, call wie it. auch immer du es tun But willst it is oder one nennen truth. willst, aber es ist eine Wahrheit. So continue in this and Fahre bless you, damit bless you, fort bless you. und sei The less gesegnet, sei gesegnet. we are believing ourselves to be an Je object, weniger wir the more glauben, dass wir slow ein and heavy Objekt your sind, journey. The more you think like that, the more heavy. und umso weniger langsam und schwierig ist deine Reise. Desto mehr du so denkst, umso schwerer ist es. Irgendwie
geschieht das Verstehen, aber du weißt nicht einmal wirklich, wer du bist. Es ist nur so, dass etwas sich in mir erweitert und dass da mehr Friede ist, mehr Raum. Ich spüre mehr Licht. Ich bin kein Rebell gegen das Leben. Ich liebe das Leben und ich liebe das Leben. Und ich sorge mich zunehmend um andere und um meine eigenen Leute, mein eigenes Volk, aber irgendwie werden alle zu meinem eigenen Volk. Ich wünsche euch nur das Beste, danke euch für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit, Gott segne euch und bis bald. Namaste.